Als ich schließlich einen Wagen betrat, bemerkte ich sofort die ungewöhnliche Präsenz eines kleinen Hundes. Er saß auf dem kalten Boden des Wagens, seine nassen Pfoten hinterließen Spuren auf dem Boden. Der Hund war ein Mischling mit struppigem Fell und großen braunen Augen, die voller Neugier und Güte strahlten. Alle Sitze im Wagen schienen besetzt zu sein, und so hatte der kleine Hund keine andere Wahl, als sich auf den Boden zu setzen. Gegenüber von ihm saß ein älterer Herr, der tief in seine Zeitung vertieft war. Der Mann war von einem intellektuellen Äußeren mit einer Lesebrille auf der Nase und einem ernsten Ausdruck im Gesicht. An der nächsten Station stieg sein Nachbar aus und ein Sitz wurde frei. Der kleine Hund, ohne jegliche Scheu, nutzte die Gelegenheit und sprang auf den leeren Platz direkt neben den Mann mit der Zeitung. Zuerst schien der Intellektuelle den unerwarteten Gesellschaftswechsel zu ignorieren. Er las weiter in seiner Zeitung, als wäre nichts geschehen. Doch der kleine Hund hatte anscheinend andere Pläne. Plötzlich streckte er seine Nase aus und stupste den Mann sanft an der Wange. Der Mann schaute erstaunt auf den Hund, sein ernstes Gesicht brach in ein Lächeln aus. Die anderen Passagiere im Wagen, einschließlich mir, konnten sich vor Lachen kaum zurückhalten. Die unerwartete Begegnung zwischen Mensch und Hund in der U-Bahn war ein herzerwärmender Anblick. Doch der kleine Hund war nicht zufrieden. Er stupste den Mann erneut an der Wange, als wollte er sagen: »Hey, ich bin hier und ich möchte deine Aufmerksamkeit.« Der Mann legte seine Zeitung beiseite, aber der Hund war immer noch nicht zufrieden. Er hob seine Pfote und schlug sanft auf die Zeitung, die daraufhin zerriss. Der Mann war überrascht und ein wenig verärgert über die unerwartete Zerstörung seiner Zeitung. Er stand wütend auf und ging in die hinterste Ecke des Wagens, um sich von dem kleinen Störenfried zu distanzieren. Die anderen Fahrgäste und ich konnten uns vor Lachen kaum auf unseren Sitzen halten. Es war eine so skurrile und dennoch herzerwärmende Szene. Doch der kleine Hund schien unbeeindruckt von all dem Wirbel. Er legte sich auf den Sitz und streckte sich genüsslich über die gesamte Länge aus, als wollte er sagen: »Jetzt kann ich endlich in Ruhe schlafen.« Die U-Bahn-Fahrt ging weiter und der kleine Hund schlief friedlich ein, ohne sich um all die Aufmerksamkeit zu kümmern, die er auf sich gezogen hatte.